Hallo, kommen Sie rein. Also ich habe 2020 eine Solaranlage ohne Batteriespeicher installiert. Ich überlege mir schon seit einiger Zeit, meine Solaranlage durch einen Energiespeicher zu erweitern, weil wir zumindest in Sommermonaten tagsüber eigentlich viel zu viel Strom haben. Ich hoffe mir, dass ich durch den Batteriespeicher das zu viel Strom einfach über die Nacht retten kann und nachts das Haus auch betreiben kann. Im November habe ich mich informiert über mobile Speichersysteme und da bin ich bei Bluetti auf der Webseite im Prinzip gelandet und habe dort gesehen, dass der EP600 Hausspeicher im November neu auf den Markt kam. Ich glaube, der wurde damals auf irgendeiner Messe auch vorgestellt. Das fand ich relativ interessant und weil halt der Speicher dann im Prinzip alle meine Wünsche erfüllt hat, also Notstrom, preislich okay, die Erweiterbarkeit, also das modulare Aufbau finde ich sehr interessant, habe ich dann eigentlich in einer spontanen Reaktion beschlossen, jetzt dann den Schritt zu gehen und den Speicher zu kaufen. Ja, und hier ist dann der Bluetti Speicher bei uns im Keller installiert. Mir gefällt vor allem der modulare Aufbau. Ich finde, auch vom Design her und von der Optik macht die ganze Sache einen relativ hochwertigen Eindruck. Und ich bin dann wirklich jetzt gespannt, wenn das alles voll angeschlossen ist, wie das dann funktioniert. Da ja die Notstromversorgung schon mit dabei war, bei anderen Speichersystemen, die ich mir angeschaut habe, war das immer noch zusätzliche Installationen, zusätzliche Kosten. Beim längeren Stromausfall, denke ich, geht es auch dann darum, Strom zu sparen, dass die Batterie möglichst lang läuft. Also ich würde wahrscheinlich nicht unbedingt den Saugroboter benötigen, aber für Licht, Kühlschrank, Gefriertruhe und alles, was halt möglichst weiterlaufen sollte. Wir haben einen normalen Haushalt, so weiter, also ca. 10 bis 13 Kilowatt pro Tag. Ich habe auch ein Plug-in-Hybridauto, das ich tagsüber mit Sonnenenergie lade, was ich eigentlich ziemlich schön finde, kostenlos mein Auto mitbetreiben zu können. Ja, also hier mit meinem 3D-Drucker hoffe ich dann zukünftig auch nachts kostenlos drucken zu können mit dem Batteriespeicher und dem Strom vom Dach. Das gibt den Testdruck für Geräte hier. Ich versuche gerade, ob das was gebracht hat. Finanziell wird es sich am Ende wahrscheinlich nicht rechnen, aber mein Antrieb ist nicht rein finanziell. Also wenn die Kosten so einigermaßen wieder rauskommen, ist das okay. Ich mache das eher aus dem Gefühl raus, möglichst wenig Strom vom Markt einkaufen zu müssen, weil das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Das finde ich schön. Und mit dem Batteriespeichern möchte ich gerne meinen Eigenverbrauch im Prinzip optimieren. Idealfall keinen Strom mehr kaufen zu müssen, wäre das Ziel, wobei das mit meiner Anlage wahrscheinlich so nicht funktionieren wird, aber ich denke, ich kann doch noch mal deutlich reduzieren. Also ich erhoffe mir dann, dass ich einfach mehr oder weniger Strom beziehen muss und meine Frau zum Beispiel mit Wäsche waschen oder den Verbrauchern flexibel ist. Auch Autoladen versuche ich im Moment gerade tagsüber zu machen, wenn die Sonne scheint und ich genug Ertrag von den Panels habe. Mit dem Batteriespeicher werde ich da wahrscheinlich auch noch weiter in den Abend oder in die Nacht hinein dann mein Auto mit Strom versorgen können.